Oh, das läuft nicht gut für Twitter. Zeichenbegrenzung, Kontroversen, Verschwinden aus Suchergebnissen und jetzt kommt auch noch Meta und klopft einen neuen Twitter-Klon aus dem Boden. Threads ist letzten Donnerstag offiziell erschienen und hatte 10 Millionen Nutzer in den ersten 7 Stunden. Kurz darauf waren es 50 Millionen und damit ist es die offiziell am schnellsten wachsende Anwendung überhaupt bisher. Und bei uns in der EU ist das Ganze noch gar nicht verfügbar offiziell. Aus Gründen, die wir uns gleich anschauen. Kann man natürlich aber umgehen. Ja, zeige ich euch auch. Anders aber als bei Konkurrenten wie Mastodon startet man bei Threads mit einer beachtlichen Menge an Followern und einem soliden Netzwerk, nämlich genau demselben wie auf Instagram. Einer guten Basis also für alle Influencer und deswegen springen da auch so schnell alle auf. Und ja, die braucht es nun mal einfach für ein neues Social Media. Und um ehrlich zu sein, dass Threads bei uns noch gar nicht verfügbar ist, merkt man fast kaum. Die Aktivität ist so hoch, der Hype so immens, also wenn ihr mich fragt, hat Threads das Potenzial, mächtig zu werden. So mächtig, dass es tatsächlich ein Thread für Twitter wird. Den Joke hat wahrscheinlich schon jeder einzelne Mensch auf dem Planeten gebracht. Egal. Das Beste kennt ihr aber vermutlich noch gar nicht und das ist die Integration mit der Open Source Gemeinschaft. Und das möchte ich euch heute auch ein bisschen erklären. Also, wir starten mit dem Fall von Twitter. Twitter war schon lange ein Netzwerk, das auf den Clash der Bubbles aus war. Man kennt es von Social Media, jedem Account wird eine oder mehrere Bubbles, Filterbubble, zugeordnet. Ihr schaut zum Beispiel Content auf TikTok, ihr vergebt Likes, ihr kommentiert. Anhand dessen analysiert der KI-getriebene Algorithmus, was ihr mögt und ordnet euch Interessen zu, wie etwa alt. Ja, ich habe mal Werbung für Socken gegen irgendwelche Krankheiten bekommen. Naja, ihr kriegt also mehr Inhalte zu euren vermeintlichen Interessen zugewiesen. Auf Twitter läuft das dann aber ein wenig anders. Trends sind nicht immer nur aus euren Bubbles, sondern oft auch global und schwappen in andere Bubbles über oder zumindest sind sie deutschlandweit. Und Meinungen und Inhalte anderer Bubbles werden häufiger vermischt durch Retweets. Dadurch entsteht vor allem Interaktion miteinander. Und leider durch die starke Zeichenbeschränkung der Tweets häufig auf Level eines Neandertalers. Monkey brain not like boast, monkey brain must roast. Das hat sich wieder erwarten gerannt. Ja gut, ein ganz besonderes Brain hat sich dann dazu entschieden, Twitter zu kaufen. Elon Musk für 44 Milliarden Dollar. Wichtig an der Stelle, eine Plattform wie Twitter zu entwickeln, kostet bei weitem keine 44 Milliarden Dollar. Elon Musk hat das Ganze hauptsächlich für die Datenbestände gekauft. Es ging mehr um die Anzahl der aktiven Nutzer, um was die schon alles kommentiert, geliked und retweetet haben, als das eigentliche System dahinter. Das System hat er selbst nämlich mehrfach als veraltet und schlecht bezeichnet. Habt ihr vielleicht mitbekommen. Nach der Übernahme sind einige interessante Dinge passiert. Wir fangen an mit Twitter Blue, was einige namhafte Accounts in der IT-Sicherheit mit einem zynischen Lächeln verfolgt haben. Ganz kurz, jeder konnte sich einen Account mit blauem Haken für 8 Dollar im Monat kaufen, was den Eindruck gab, dass es der originale verifizierte Account war. Dutzende Accounts nannten sich in Elon Musk um und taten so, als wären sie er, weil blauer Haken halt hinter dem Namen. Das stand früher für verifiziert. Ganz lustig würde man jetzt denken. Für einige Firmen hatte diese tatsächliche Form von Identitätsdiebstahl aber einen ziemlich echten Schaden. Die Firma Eli Lilly und Co. beispielsweise musste sich für einen Tweet rechtfertigen, der besagte Insulin sei ab sofort kostenfrei verfügbar. Der Kurs des Unternehmens ist dann um 4,45% gefallen. Ähnlich ging es Lockheed Martin und BP. Mittlerweile gibt es übrigens wieder zusätzlich echte Authentifikation von Accounts mit ziemlich genau demselben Mechanismus wie davor für beispielsweise Politiker. Es gibt goldene Haken für Unternehmen, weil die buchstäblich Gold dafür bezahlen müssen, und zwar ziemlich viel. Und es gibt die blauen Haken, die ihre Reichweite durch diese monatliche Zahlung erhöhen können. Ein Mechanismus, der ein Social Medium etwas ad absurdum führt, wenn plötzlich nicht mehr gute Inhalte, sondern Bezahlung zu Reichweite führt. Ein Thema, das wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer ansehen werden. Aber auch direkt mit der Übernahme durch Musk stieg die Anzahl an antisemitischen und rassistischen Tweets komplett durch die Decke. Auch das N-Wort ist um 500% nach der Übernahme gestiegen. Der Grund? Elon Musk hat seine Plattform als eine Plattform für freie Meinungsäußerung beworben, was den Diskurs auf der Plattform für eine Weile so unmöglich gemacht hat, dass Tausende die Plattform verließen.
Die Plattform zu nutzen macht einfach depressiv und nervt nur noch. So der Konsens. Viele sind zu Mastodon übergegangen, andere haben diese Plattform einfach gänzlich hinter sich gelassen. Zeitgleich, und ich habe hier mit einigen Polizisten tatsächlich gesprochen, hat sich Twitter fast komplett von der Strafverfolgung der EU abgeschirmt. Kooperation war quasi nicht mehr vorhanden. Und das führt zu Problemen. Erst kürzlich gab es aber eine ganz andere Reihe von Problemen. Technische Probleme, die ich eigentlich ziemlich lustig fand. Klar, Musk hat einen Großteil der Entwickler entlassen, viele sind auch freiwillig gegangen, wichtige Microservices wie 2FA wurden zurückgefahren und SMS 2FA war irgendwie plötzlich nur noch für Leute mit blauem Haken aktiv. Allerdings gab es auch einen lustigen Bug, in dem Twitter an sich selbst extrem viele Anfragen gesendet hat. Deswegen hat es sich einfach quasi selbst lahmgelegt für eine gewisse Zeit und war einfach nicht erreichbar. Auch die API, also die Programmierschnittstelle, wurde stark beschränkt. Wenige hundert Anfragen am Tag waren bzw. sind noch möglich, weswegen tausende Dienste, die Twitter in ihre Website oder andere Dienste integriert hatten, jetzt das Ganze nicht mehr tun konnten. Das Schlimmste für Twitter ist aber erst in den letzten paar Tagen passiert. Eine Beschränkung, wie viele Tweets man lesen darf. Bist du nicht eingeloggt, darfst du gar keinen Tweet mehr lesen. Bist du eingeloggt, sind es ein paar hundert, am Anfang 300, die genaue Zahl hat sich irgendwie ein paar Mal geändert, und mit blauem Haken sind es dann ungefähr 10-mal so viele, die du lesen kannst am Tag. Das hat aber auch dazu geführt, dass Suchmaschinen, also Google, eine Weile lang nicht mehr in der Lage waren, Twitter zu indexieren. Es konnten Tweets also nicht mehr über Google gefunden werden und das wiederum hat Twitter in den Suchergebnissen viel schlechter ranken lassen. Insgesamt sind mal wieder viele Nutzer von der Plattform gegangen, ein Desaster, von dem man sich auch langfristig nur schwer erholen kann. Paradoxerweise, auch wenn viele gehen, sind die Userzahlen relativ konstant geblieben. Nur 4% der Gesamtnutzer sind laut Statistiken verschwunden. Vermutlich waren es mehr, aber es wurden natürlich auch ein paar neue Accounts erstellt. Auch viele Bots sind dazugekommen. So viel Content, der mit ChatGPT einfach nur für Reichweite gebaut wurde und dann natürlich mit einem blauen Haken versehen wurde, weil das die Reichweite noch mehr boostet. Und das alles zeigt, der Bedarf an einer Plattform, wo man hauptsächlich miteinander schreibt, nicht nur Influencern folgt, der ist definitiv da. Journalisten nutzen Twitter nach wie vor enorm, um aus ihrer Bubble Informationen rauszubringen. Und auch Politiker sind ziemlich gut dabei. Aber dennoch sind viele nicht zufrieden. Und naja, die Bots sind eben auch ein Problem. ChatGPT-generierte Posts und Werbung zusammen machen aktuell etwa 70% meiner Startseite auf Twitter aus. Und deswegen habe ich auch versucht, auf Mastodon auszuweichen. Aber dazu nachher mehr. Hüstel, Hüstel. Ah, wer bist du denn? Hallo Morpheus, ich bin Athena, deine persönliche KI-Assistentin. Ich bin hier, um dir und deinen Zuschauern etwas Wichtiges zu erzählen. Ah, okay. Und was genau hast du uns zu sagen? Ich möchte euch über Incogni informieren. Es ist ein Dienst, der euch dabei hilft, die Kontrolle über eure persönlichen Daten zurückzugewinnen. Datenhändler sammeln und verkaufen eure Informationen, oft ohne euer Wissen oder eure Zustimmung. Incogni tritt in Aktion, um euch automatisch aus ihren Datenbanken zu entfernen. Es ist ein einfacher und effektiver Weg, eure Privatsphäre zu schützen, Spam zu reduzieren und Betrugsangriffe zu verhindern. Okay, das klingt tatsächlich ziemlich cool. Aber wie funktioniert das? Gute Frage, Morpheus. Incogni spart euch Zeit, indem es den durchschnittlich 304 Stunden dauernden Prozess der manuellen Anforderung zur Datenentfernung automatisiert. Es gibt euch die Kontrolle über eure Daten zurück und deckt alle Arten von Datenhändlern ab, einschließlich Risikominderung, Rekrutierung, Personensuchseiten, Finanzinformationen und Marketingdatenhändler. Das klingt jetzt nach einer Menge Arbeit. Ist das teuer? Nicht mit dem speziellen Angebot, das wir für die Zuschauer von Morpheus haben. Die ersten 100 Leute, die den Code Morpheus über den Tracking-Link verwenden, erhalten 60% Rabatt auf ihren ersten Kauf bei Incogni. Das ist ein tolles Angebot, wow. Und wo können die Zuschauer mehr erfahren? Besucht einfach incogni.com, um mehr zu erfahren und euren Kampf für die Datenprivatsphäre zu beginnen. Denkt daran, eure Daten gehören euch und nur euch. Mit Incogni könnt ihr sicherstellen, dass das auch so bleibt. Cool, danke Athena.
Okay, also zurück zu Threads. Threads ist wirklich sehr, sehr ähnlich wie Twitter. Man kann Nachrichten schreiben, die können Bilder enthalten, man kann antworten und Herzen verteilen, man kann rethreaden oder so. Und es ist in Instagram direkt integriert. Also direktes Posten in Stories und sogar Beiträgen von Threads ist möglich. Die Oberfläche ist minimalistisch, klar und eigentlich ziemlich schick. Für mein persönliches Empfinden sind die Buttons zwar ein bisschen weit links angeordnet, aber das sind wirklich Kleinigkeiten. Zucki sagt aber vor allem, er denkt nicht mal dran, Werbung zu schalten, bis das Ding 1 Milliarde User hat. Das ist eine Kampfansage, wenn einem auf Twitter alle 5 Posts derzeit Werbung angezeigt wird. Insta hat zwar mehr als 2 Milliarden Nutzer, aber Twitter ist wie gesagt etwa bei einem Viertel von dem. Einloggen geht auch nur mit einem Instagram-Account, was zumindest das Erstellen von Bots ein bisschen erschwert. Und ja, meine Freunde, ihr könnt tatsächlich unendlich Posts pro Tag sehen. Wow! Was für ein Luxus. Der wichtigste Punkt ist aber euer soziales Netzwerk. Eure Follower, eure Konten, denen ihr folgt auf Instagram, werden einfach mit übertragen. Und das ist ein wahrer Bonus. Wir wollen nicht von vorne anfangen und für viele war genau das der Grund, warum sie nicht von Twitter auf die Open-Source-Variante Mastodon wechseln wollten, weil ihre Accounts, denen sie folgen, dort einfach nicht vorhanden sind. Es ist wahrscheinlich genau der Grund, warum neue Social-Media-Plattformen meistens scheitern. Die Nutzer fehlen einfach, weil niemand Lust hat, sich nochmal alles neu aufzubauen. Für mich als Creator ist das aber natürlich auch erstmal ein Argument, mir die Plattform zu installieren. Für euch, also meine Follower, ihr könnt euch dann entscheiden, ob ihr Instagram wollt, Threads oder einfach beides. Okay, aber natürlich ist Threads noch nicht fertig entwickelt. Es ist wie ein Twitter 0.1. Keine Trends, kaum Optionen, am PC quasi nicht benutzbar. Gut, das gilt fairerweise auch für Instagram, aber Sprache, Videos, Stories, fairerweise hat Threads eigentlich fast nichts. Twitter ist für mich News, Politik und, naja, den ganzen Hate-Debatten, Shit und die Werbung ausblenden. Instagram ist für mich eine Plattform, um euch Videos und Fotos zu zeigen, beispielsweise einige Artworks, aber natürlich auch Reels. Threads ist noch nicht wirklich definiert für mich. Ich werde sehen, in welche Richtung sich das entwickelt, aber es befindet sich ja auch noch in Entwicklung derzeit und zwar massiv. Und das ist einer der Gründe, warum Threads auch noch in der EU nicht mal verfügbar ist. Denn, wie soll ich das sagen, der Datenschutz ist auch noch ausbaufähig. Der Datenschutz bei Meta insgesamt hat nicht gerade den höchsten Stellenwert. Ein paar Highlights vielleicht aus der Vergangenheit. Im Jahr 2012 führte Facebook psychologische Tests an 70.000 Nutzern durch, ohne deren Zustimmung einzuholen vorher. Sie manipulierten den Newsfeed der Nutzer, um zu sehen, wie sich das auf deren Reaktionen und Beiträge auswirken würde. 2016 wurde Facebook stark kritisiert für die Verbreitung von Fehlinformationen während der US-Präsidentschaftswahlen 2016. Ein Bericht von BuzzFeed zeigte, dass Falschnachrichten besser abschnitten als echte Nachrichten. Im Jahr 2019 verhängte die Federal Trade Commission eine Rekordstrafe von $5 Milliarden gegen Facebook wegen Verletzung der Benutzerdatenschutzrechte. Und das in den USA. Und auch der Sturm auf das US-Kapitol soll als Veranstaltung auf Facebook organisiert worden sein. Instagram ist eine ähnlich bedenkliche Plattform. Es gab Berichte, wie Minderjährige bewusst durch den Algorithmus in eine Magersuche getrieben wurden. Ihr erinnert euch vielleicht auch an die Whistleblowerin Frances Horgan. Und Threads baut auf diesem Erbe auf. Laut Adam Mosseri, dem Kopf von Instagram, gibt es Komplexitäten bei der Einhaltung einiger Gesetze, die im nächsten Jahr in Kraft treten. Diese Bemerkung scheint sich auf den Digital Markets Act (DMA) zu beziehen, eine neue Reihe von Wettbewerbsregeln der EU, die regeln, wie große Online-Plattformen ihre Marktmacht nutzen dürfen. Meta ist sich wohl nicht ganz sicher über die Anforderungen des DMA, es sind wir fairerweise alle uns noch nicht ganz sicher drüber und hat daher erstmal beschlossen, Threads gar nicht erst in der EU zu starten. Viel konkreter ist aber, Threads importiert persönliche Daten von Instagram, was in der EU einfach verboten ist. Die App sammelt dazu noch eine Vielzahl von Daten, darunter Gesundheits- und Finanzinformationen, Browserverläufe, Standortdaten, Einkäufe, Kontakte, Suchverlauf und sensible Informationen. Und nein, um einfach miteinander zu schreiben, brauchen wir das eigentlich nicht. Werbeinformationen werden an sich zwar auch von Instagram gesammelt, diese Art der Kommunikation zwischen zwei eigentlich unabhängigen Social-Media-Plattformen ist aber in der EU auch verboten.
Meta hat bereits im Januar übrigens auch schon eine Geldstrafe von über 377 Millionen Euro abbekommen, weil es schon für die bestehenden Apps keine gültige rechtliche Grundlage nach DSGVO in der EU hatte, um personalisierte Werbung auf Facebook und Instagram zu schalten. Gleichzeitig hat Threads aber noch gar keine Werbung, sammelt aber trotzdem schon mal Daten. Sprich, ein Launch in der EU wäre für Zucki volles Risiko ohne Gewinn gewesen. Und mit all diesen Problemen sieht es nicht so aus, als würde Threads in der EU bald starten. Zumindest nicht, bis die Sache mit dem DMA komplett geklärt ist. Aber ich glaube, das geht noch ein bisschen weiter. Zucki geht nun ganz einfach davon aus, dass wenn sich dieser riesige amerikanische Markt, wo wir irgendwie alle Connections mit haben, wegbewegt von Twitter und nur noch in der EU sich auf Twitter geprügelt wird, dann sind auch die ganzen Influencer plötzlich auf Threads. Und dann kommen auch immer mehr europäische Influencer und Menschen mit Reichweite springen auf Threads auf. Und mit denen kommen dann natürlich auch immer mehr Konsumenten rüber. Damit hätte Meta eine insgesamt gigantische Marktmacht. Facebook, Instagram, Threads und natürlich noch WhatsApp. Außer Google gibt es dann kaum noch Konkurrenz. Naja, außer natürlich die Open Source Community, die mittlerweile ganz schön stark ist und die irgendwie in letzter Zeit auch immer mehr in Metas digitale DNA übergeht. Ihr habt es ja in meinen Videos gesehen. Ich spreche von Mastodon und dem Fediverse, eine ganze Social Media Community, die auf Offenheit und Privatsphäre achtet und die auch Content erstellt. Okay, Meta hat schon sehr lange groß angekündigt, dass sie ihre neue App, in diesem Fall Threads genannt, mit dem Fediverse verbinden wollen. Und genau das steht auch immer noch bei Threads mit drin. Das Fediverse besteht aus Videoplattformen, Instagram-Klonen, Twitter-Klonen und so weiter und so fort. Der Twitter-Klon heißt Mastodon, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Diese Verbindung zwischen Mastodon und Threads wäre absolut problemlos möglich, denn das gesamte Fediverse basiert auf einem spannenden, offenen System. Jeder kann seinen eigenen Mastodon-Server hosten. Beispielsweise gibt es mastodon.social vom offiziellen Team hinter Mastodon. Da steht ein Server und da kann dann halt jeder drauf, wie bei Twitter. Gleichzeitig hat aber auch der Chaos Computer Club seinen eigenen Server mit chaos.social. Genau gesagt haben sie mehrere, aber nicht so wichtig. Und ihr könnt auch einen davon nutzen. Und ihr könnt auch euren eigenen bauen, wenn ihr das wollt. Die kommunizieren aber trotzdem alle miteinander, untereinander, mit einem Protokoll namens ActivityPub. Und da das alles komplett offen und transparent ist, kann auch jeder seine eigene Software um dieses ActivityPub darum rumbauen. Ich könnte nun also mein ganz eigenes Social Media programmieren, das dieses Protokoll einbaut. Und jeder andere Mastodon-Server könnte meine Posts lesen. Das heißt, ich, der auf mastodon.social bin, kann diese Posts lesen, die auf mastodon.social sind, aber auch Leute bei Chaos und so weiter können meine Posts lesen, sofern sie das denn wollen. Das ist ziemlich beeindruckend. Und naja, Threads könnte jetzt natürlich auch hergehen und dieses Protokoll bei sich einbauen. Dadurch könnte jeder bei Mastodon jeden Threads-Post lesen und jeder bei Threads könnte jeden Mastodon-Post lesen. Das hört sich eigentlich ziemlich großartig an, denn Leute auf Mastodon bekommen keine Werbung. Gleichzeitig sind die Posts, die ich auf Mastodon rauslasse, ohnehin öffentlich und jeder kann sie sehen. Also auch keine Datenschutzprobleme eigentlich, oder? Quasi die Version aus der EU, die ich mit Threads verbinden kann, ohne die Nachteile von Threads zu haben. Naja, nicht ganz, leider. Nehmen wir an, Threads wird marktbeherrschend, wie das aktuell auch aussieht, mit einem Gesamtmarkt von nur 50% zwischen Twitter, Threads und Mastodon. Das wäre jetzt nicht gerade viel, wenn man die aktuellen Trends anguckt. Ich gehe sogar davon aus, also dass mehr als 50% des Traffics insgesamt dort sind. Alles von Mastodon wird für User auf Threads sichtbar. Aber gleichzeitig kann der Threads-Server, der bei Meta steht, also in deren eigenen Serverfarmen, sehen, dass TheMorpheus at mastodon.social einen Artikel vom Chaos Computer Club mit einem Like versehen hat, einen Artikel über die Chatkontrolle geteilt hat und 42.000 andere Aktivitäten hat. Alles eigentlich völlig außerhalb des Threads-Netzwerks. Threads sieht nur meine Aktivitäten. Damit kann Threads tatsächlich für mich ein Schattenkonto anlegen und hat trotzdem meine ganzen Daten. Und das, obwohl ich nicht mal bei ihnen registriert bin.
Es wäre tatsächlich nicht das erste Mal, dass das passiert. Bei Facebook wurden schon für diverse Leute Schattenkonten angelegt, die kein eigenes Konto bei Facebook hatten. Zum Beispiel, wenn man über sie geschrieben hat. Und wenn ich mir TikTok ansehe, scheinen Likes und Views sehr wohl ausreichend zu sein, um ein ziemlich gutes Profil von mir anlegen zu können. Das ist ein bisschen gruselig und in einer Welt, wo alle Social-Media-Plattformen dann quasi Meta und Google gehören, ist das schon eine ziemliche Marktmacht. Vor allem, wenn man dann vielleicht noch die Accounts verknüpfen kann. Was also tun? In der Fediverse-Community wird derzeit sehr heiß diskutiert, ob man sowas überhaupt zulassen soll oder nicht. Auf der einen Seite, wenn ich nie Threads nutze, kann ich auch nie personalisierte Werbung bekommen. Im Endeffekt würden nur Daten ausgewertet werden, die sowieso öffentlich sind, und es würde auch helfen, das Fediverse groß zu machen. Auf der anderen Seite ist halt trotzdem Information über mich, mit der man auch vielleicht etwas über mein Verhalten rausfinden kann. Der Schutz davor war ursprünglich mal der Grund, warum das Fediverse entstanden ist. Was genau also passiert, wird sich noch zeigen. Immerhin muss ich so nicht Threads den Zugriff auf meine Fitnessdaten oder meinen Browserverlauf geben, aber für den Moment sehen wir Folgendes. Threads ist alles andere als ein Retter in der Not, auch wenn dort aktuell noch alles besser aussieht als auf Twitter. Die Nutzer kommen von Instagram in einem super einfachen Verfahren in Scharen angelaufen und viele in der EU nutzen das auch schon, auch wenn es eigentlich nicht ganz unproblematisch ist. Und ich persönlich bin auch schon registriert, denn als öffentliche Person ist meine FOMO dann doch wieder leider mal gar nicht so zu verachten. Okay, für die, die sich jetzt mündig bitte entscheiden können, indem sie das vorige Video gesehen haben, ob sie auch Threads wirklich installieren wollen, noch eine kurze letzte Warnung. Einmal Threads und Instagram verknüpft, könnt ihr scheinbar nicht mehr von Threads loskommen, ohne auch gleich Instagram mitzulöschen. Bedenkt das bitte. So, die Installation an sich ist aber denkbar einfach, auch in der EU. Ihr braucht natürlich erstmal einen VPN in die USA oder ein anderes Land, in dem es Threads gibt. Das reicht natürlich leider nicht, denn ihr werdet weder Threads bei Apple noch bei Android im Store finden. Unter Android müsst ihr anschließend die APK online finden und herunterladen. Ich darf euch an der Stelle keinen direkten Link zeigen, das könnte gesperrt werden, weil die sind ein bisschen fishy. Schaut aber bitte deswegen 5-mal nach, dass die Quelle wirklich seriös ist. Ich bin mir sicher, innerhalb weniger Tage haben wir zig Scammer, die damit Instagram-Accounts klauen werden. Ihr könntet zwar auch die Region eures Google-Accounts ändern, aber das geht nur einmal pro Jahr und ich würde das nur bedingt bzw. eigentlich gar nicht empfehlen. Nach dem Download geht ihr in die Einstellung und erlaubt dort, dass externe Pakete installiert werden und naja, dann könnt ihr es schon installieren. Unter Apple müsst ihr tatsächlich einen neuen Account in einer Region erstellen, in der es Threads gibt, also zum Beispiel die USA. Anschließend könnt ihr die App installieren. Egal auf welchem System, nach der Installation solltet ihr mir natürlich dringend auch auf Threads folgen, ich benutze es gelegentlich dann auch doch mal. Okay, ganz kurz zu meiner Meinung. Threads sieht sehr gut aus, mit viel Potenzial. Schnell sind sehr wichtige Menschen aufgesprungen und der Hype ist wirklich groß, weil auch der Frust um Twitter so riesig ist. Mastodon hat kaum eine Chance, weil einfach nicht genügend dort passiert und das Setup auch sehr kompliziert ist, vor allem für Leute, die keinen technischen Hintergrund haben. Threads fühlt sich an wie eine App, mit der Meta gerade mal kurz gucken möchte, ob es mittlerweile mehr Macht hat als das Geoblocking der EU. Was ist stärker, die DSGVO oder dass das Internet halt einfach keine Grenzen kennt und online mittlerweile fast alle im selben Land leben? Ich verfolge die Entwicklung dieser Plattform auf mehrere Weisen sehr gespannt. Gleichzeitig hätte das alles aber auch einfach ein Feature von Instagram werden können. Dort sollen zwar immer mehr Reels gezeigt werden, aber wer hindert mich daran, Text zu lesen oder Nachrichten-Threads einzubauen? Ein bisschen sus, könnte man wohl sagen. Weswegen es wohl auch eine Klage von Twitter übrigens geben wird. Was meint ihr zu Threads? Gefahr oder dann doch vielleicht die Zukunft?